Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Gravelbike Tour, Leute. Haartransplantation erledigt. Ja, über einen Monat, über 2 Monate Pause gegönnt durch die OP. Ja, und dann mal die erste Tour gemacht. Habt ihr ja schon gesehen, hoffentlich. Da ist mir richtig schlecht gegangen, Leute. Die Kondition war heftig im Keller. Und ja, daraufhin bin ich ein paar Mal laufen gegangen, ein paar Kilometer, um einfach die Kondition so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Jetzt ist die zweite Fahrradtour nach der Haartransplantation und heute habe ich mir eine mega geile Tour zusammengestellt auf Komoot. Bin den ganzen Vormittag dabei gesessen. Als erstes habe ich gestern in der Nacht im Bett noch, bevor ich schlafen gegangen bin, eine Tour zusammengestellt und ja, die wollte ich dann fahren und in der Früh habe ich mir so gedacht, ja, doch ein bisschen zu lange geschlafen und das Frühstück auch noch ein bisschen so hinausgezögert. Und dann dachte ich mir, na toll, jetzt geht sich diese Tour nicht mehr ganz aus. Ja, und dann habe ich schnell noch eine kleinere Tour zusammengestellt. Eine kleinere Tour, aber natürlich doch wieder ein bisschen übertrieben. Also, was haben wir heute vor? Ich fahre auf jeden Fall von Pettenbach auf den Eisberg hoch. Und von dort werde ich den Ziehberg runterfahren und dann wieder Retour nach Pettenbach. Das ist eine sehr schöne Tour, die habe ich mal mit dem EMTB gemacht. Hier Eisberg hoch, dann Abfahrt nach Ziehberg, Leute. Da bin ich mal mit dem EMTB runtergefahren. Es ist wirklich eine mega geile, heftige Aussicht von dort. Soll es hier einen Wasserfall geben in Steinbach? Hat mir mal jemand erzählt. Da werde ich auch noch kurz hineinbrechen in den Tal, um den Wasserfall zu suchen. Ja, hoffentlich finden wir den. Und dann geht es wieder Retour nach Steinbach, über Steinfelden, über ein bisschen Almuferweg, wieder Retour nach Pettenbach. Ja, und so sieht es aus. 2 Stunden und 39 Minuten, 32,2 Kilometer und 710 Höhenmeter. Also heute wird ordentlich Höhenmeter gestemmt, Leute. Bin schon mega gespannt, wie es mir dabei gehen wird. Ihr seht das Höhenprofil. Es geht direkt jetzt schon los mit roten Zonen. Ich zeige es euch mal, wir werden auf dem Berg hier hochfahren, da wo die Häuser sind. Da werden wir noch weiter in den Wald rein und noch weiter nach oben. Und dann werden wir über den Pass, sozusagen über den Berg, hinten wieder runterfahren mit einer tollen Aussicht. Das Wetter ist heute traumhaft. Es hat wirklich sehr lange geregnet bei uns. Heute noch gut Energie tanken, schön frische Luft einatmen, wieder die Seele mit positiver Energie füllen und dann kann morgen die Woche wieder starten. Auf geht's, Leute. So, jetzt geht's hier richtig los, Leute. Wünscht mir alles Gute. Shit, Alter. Jetzt werde ich so richtig hergenommen. Dieser Aufstieg ist sogar mit dem EMTB immer sehr anstrengend gewesen. Heute das erste Mal mit meinem Gravelbike Rose Backroad. Im Moment haben wir 8% Steigung, 12% Steigung und dieser Moment, wenn du realisierst, dass du bereits den einfachsten, den leichtesten Gang drinnen hast. Alter. Aber es geht. Es geht, Leute, es geht. Das Joggen hat mir etwas gebracht, also war nicht umsonst. Muss fit werden hier für die Wienfahrt über den Donauweg. Es wird eine Tour werden von, ich schätze mal, 250 Kilometer an einem Tag. Ich freue mich schon so mega drauf, Leute. Eigentlich eine mega Entwicklung, wenn man sich das so überlegt. Ich rede jetzt natürlich von mir selbst, nicht immer mit anderen Leuten messen, die am Tag 500 Kilometer fahren oder keine Ahnung wie viel. Schaut, was ihr selbst erreicht, wie gut ihr euch selbst entwickelt. Das ist das, was zählt. Und natürlich, dass ihr Spaß habt dabei.
Das sieht aus nach einer Taube, Leute. So ist es in der Natur. Aktuell 13% Steigung. 8 Kilometer habe ich schon zurückgelegt. Ich bin schon 48 Minuten unterwegs. Ja, und habe gleich 400 Höhenmeter geknackt. Also mehr wie die Hälfte von der ganzen Tour schon gestemmt sozusagen. Zurückbleiben noch 300 Höhenmeter. Einfach nur heftig. Diese Stille im Wald, wie die Natur wieder nach dem Winter zum Leben erwacht. Die ganzen Vögel, die ganzen Pflanzen, Knospen, die wieder aufgehen und zum Blühen anfangen. Die Natur gibt uns wieder sehr viel Kraft und Energie. Deswegen sollte man sich viel in der Natur aufhalten und nicht zwischen vier Wänden. Für eine gesunde Seele brauchen wir die Natur. Alter, mit einer Hand stemme ich gerade 10% hoch. Gerade von dem Wasserfall ein paar Schluck Wasser getrunken. Richtig lecker das Wasser. Aber ich wollte nicht übertreiben, weil es trotzdem Partikeln drinnen waren. Aber da ist mir gerade noch eingefallen, da gab es ja so Flaschen, wo man so Wasser aus Seen und so filtern kann. Das wäre jetzt gerade genau das Richtige für mich. Hätte es dort auffüllen können, das leckere Wasser. Schön die ganzen Partikel filtern. Alter. Dann hätte ich ein leckeres Wasser zu trinken. Es kommt auf jeden Fall auf die Einkaufsliste. Wenn ihr mir so etwas empfehlen könnt, wenn ihr schon bereits sowas habt, dann bitte haut rein in den Kommentaren. Dann spare ich mir die ganze Sucherei. Ich schiebe jetzt einfach mal ein paar Meter mein Fahrrad. Einfach damit ein bisschen Abwechslung drinnen ist. Ich genieße den Moment so sehr, Leute, wenn man überlegt, wie alleine man eigentlich sein kann, wenn man es möchte. Also ich weiß nicht, wo ihr alle zu Hause seid, aber ich fühle mich da zum Beispiel sehr glücklich, weil ich einfach nur ein paar Kilometer von zu Hause entfernt bin und dann aber wirklich ganz alleine bin. Ja. Ich bin hier jetzt schon wirklich lange unterwegs, keinen einzigen Menschen getroffen, fühle mich wie irgendwo abgelegen unterwegs. Ist einfach der Hammer, ja. Das Gefühl, was man hier erleben kann, das Gefühl einfach ganz alleine zu sein, in der Natur, komplett auf sich gestellt. Ist das nicht cool, Leute, dass man einfach das erleben kann? Einfach vor der Haustür. Natürlich haben es Leute schwer, die in einer Großstadt und so wohnen. Deswegen würde ich das nie wollen. Weil, das habe ich auch bemerkt, wie ich in Istanbul war. Man hat einfach keine einzige Sekunde hat man die richtige Stille. Man hört immer irgendwas im Hintergrund. Entweder sind es Leute, die gestresst rumlaufen, die ganzen Schiffe, die durch den Bosporuskanal fahren und hupen,
Autos, Taxis, die hupen. Man hört einfach ständig irgendein Geräusch, was nicht natürlich ist. Und das hat mir wirklich zum Nachdenken gebracht und da habe ich mich wieder so sehr glücklich geschätzt, dass ich einfach hier leben darf. Bin jetzt einfach mal ganz still, Leute, und ja, hört einfach mal. Einfach nichts. Einzige, was ich gerade höre, was nicht zur Natur gehört. Der Flieger, der gerade hier nervt. Aber sonst, ja, das Windgeräusch, die unterschiedlichsten Vögel, den Wasserfall höre ich, an dem ich gerade vorbeigefahren bin. Ich liebe es. Man muss einfach mit offenen Ohren und mit offenen Augen durch die Natur laufen und einfach die ganzen Sachen so wahrnehmen. Ja. Jetzt wollte ich gerade auf mein Rad steigen und dann siehe da, meine Kette ist abgesprungen. Keine Ahnung warum, wieso. Ich habe mein Fahrrad geschoben, Alter. Um mir das jetzt zu ersparen, dass ich ölige Finger bekomme, zeige ich euch jetzt ein Lifehack. Exklusiv auf meinem Kanal, Leute. So, dazu braucht man ein paar Blätter. Am besten die noch halbwegs frisch sind, ja. Weil sonst brechen die Blätter ab. Aber ich habe jetzt keine frischen Blätter gefunden. Im Wald, komisch. Naja, machen wir es mit trockenen Blättern. So, ihr seht, die Kette da vorne ist abgesprungen. Sehr komisch. Und die Kette ist natürlich sehr ölig. Und ja, das ist der nächste Punkt. Ich werde wahrscheinlich auf Kettenwachs umsteigen, damit ich einfach eine saubere Kette habe. Ja, aber noch ist es noch nicht so weit. Deswegen kann es jetzt sein, dass ich ölige Finger bekomme. Aber ich versuche es mal so mit dem Blatt Papier. Siehe da? Ja, fast kein Öl auf die Finger. Ja, das bisschen, was das ist, das überlebe ich schon. Das ist jetzt das erste Mal, wo mir die Kette abspringt mit dem Fahrrad. Puh. Ja, Leute, ein paar Höhenmeter habe ich noch und dann beginnt die Abfahrt. Da ist einfach ein Baum umgefallen. Also man muss, wenn man im Wald unterwegs ist, echt die Augen offen halten. Ja, dürfte wahrscheinlich in irgendeinem Sturm der vergangenen Tage passiert sein. Muss da einfach unten durch. Noch ein Baum. Geschafft. Eigentlich ein sehr schöner, frischer, gesunder Baum. Ja, sehr komisch eigentlich. Aber so ist halt die Natur. Schafft nicht jeder bis in den hohen Alter. Ja, habt bereits auch gemerkt, hoffentlich, dass ich heute wieder ein bisschen abgelegen unterwegs bin als sonst. Wieder Gravel. Berg, Wald, Natur, Höhenmeter. Ich weiß, es gibt Leute unter euch, die einfach das abgelegene Fahren mit dem Fahrrad vermisst haben. Haben auch schon ein paar in den Kommentaren geschrieben, dass die EMTB-Videos ja, viel mehr Spaß gemacht haben. Das liegt, glaube ich, daran, weil ich mit dem EMTB auch so
oft abgelegen unterwegs war. Es war einfach mehr Abenteuer mit dem EMTB, ja, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass man mit dem Gravelbike keine Abenteuer erleben kann. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin viel mit dem Mountainbike gefahren, also eigentlich nur mit dem Mountainbike. Und das Gravelbike ist das erste Fahrrad, was eigentlich ein Rennrad ist, ja. Und natürlich hat es mir dann sehr Bock gemacht, damit auf Asphalt zu brennen, ja. Weil das konnte ich mit den Mountainbikes eben nie machen. Also nie so, wie sie sich gehört. Und ja, jetzt war da einfach etwas, was ich, wie soll ich sagen, vermisst habe. Oder einfach ein neues Gefühl für mich, ja, was ich bisher noch nie erlebt habe. Und deswegen bin ich mit dem Gravelbike auch sehr viel Asphalt gefahren. Einfach weil das Gefühl für mich neu war. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich das abgelegene Fahren und diese Abenteuer, dass mir das einfach keinen Spaß mehr macht. Ich hoffe, ihr versteht es. Es war dann einfach zwischendurch ein neues Gefühl wieder vom Fahrradfahren. Ich habe mir das einfach gegönnt. Ja, und heuer habe ich natürlich wieder mehr vor, mit dem Gravelbike wieder abgelegene Straßen zu fahren, einfach wieder Backroads zu fahren, so wie der Name von dem Bike auch sagt. Jetzt bin ich wieder da, wo ich immer Probleme habe. Aber immer. Diese Eisberg-Bermuda-Dreieck. Dieser Eisberg, den ich nie gefunden habe, den ich nie zu sehen bekommen habe, obwohl ich schon zigmal da war. Hier liegen so viele Glasscherben auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich habe ein ruhiges Plätzchen hier gefunden mit einer schönen Aussicht Richtung Schlierbach. Ja, es sieht richtig nice aus. Da hinten ist Schlierbach bzw. Oberschlierbach und da dieser Hügel ist der Grillparz. Da waren wir auch schon mit dem Gravelbike oben, falls ihr euch erinnern könnt. Auch ein toller Ausblick von dort. Ja, und jetzt habe ich hier eine kurze Schnaufpause gemacht, mir einen Riegel gegönnt und jetzt gönne ich mir noch die Karotte
und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Höhenmeter muss ich jetzt keine mehr stemmen, glaube ich zumindest, weil jetzt müsste hier eigentlich dann wieder richtig, aber so richtig ins Tal runtergehen. Auf jeden Fall richtig, richtig schön hier. Heute nur mit einer Rahmentasche unterwegs. Da bekomme ich so alles rein. Ich habe mein Flickzeug drin, ich habe eine kleine Luftpumpe drin. Dann habe ich noch so ein Multitool, muss auch immer mit dabei sein. Ja, und auf der anderen Seite habe ich dann ein paar Snacks, Apfel, Karotte, Riegel, Cashews, ja, und so Zeug. Eine kleine Flasche Wasser und ein Red Bull habe ich auch noch mitgenommen. Boah, ey, wo bin ich jetzt gelandet, Alter? Alter, voll in Schlamm unterwegs. Ah, jetzt kenne ich mich aber wieder aus. Alles klar. Oh Mann. Yay. Jetzt habe ich ein 20 Kilogramm Gravelbike durch den ganzen Schlamm. Gravel-Autobahn. Diese paar Höhenmeter noch und dann sollte es eigentlich nur noch bergab gehen bis nach Steinbach am Ziehberg. Ich habe alles im Griff, Leute, keine Angst. Leute, schaut mal, Alter, was ich gefunden habe. Hier liegt noch Schnee. Wir haben bald Mai und ich habe hier ein Stück Schnee gefunden. Nice, aber nur dieser kleine Bereich hier. Ein Radfahrer, der sich über ein Stück Schnee freut, Alter. Hauptsache den ganzen Winter gejammert, dass der Sommer endlich kommen soll und dann, ja, sieht er im Frühling einen Fleck Schnee und freut sich wie ein Idiot. Yay, Alter. Auf geht's. Hier geht's lang und dann, ja, bergab, Leute, bis ins Tal runter. Wow. Ja, Leute, während ich den Berg hier wieder schön langsam runterfahre, möchte ich euch über mein Fazit zum Gravelbike ein bisschen was erzählen. Ja, ich habe jetzt das Gravelbike schon seit 2022, September, glaube ich, genau, September müsste ich das Fahrrad bekommen haben. Bin jetzt mittlerweile schon über 500 Kilometer gefahren mit dem Fahrrad. Die schon länger dabei sind, wissen ja schon,
Bescheid, dass ich zuvor ein EMTB hatte, ein Cube Stereo 160 SL, also ein Enduro mit einem Bosch-Antrieb. Das Fahrrad habe ich über ein Jahr gehabt oder ziemlich genau ein Jahr. Habe mich dann dazu entschieden, das EMTB zu verkaufen und mir ein Gravelbike zu holen. Warum habe ich mich dazu entschieden? Also um das einfach jetzt ein bisschen zu wiederholen. Viele, die schon länger dabei sind, die wissen warum. Wie ich mir das EMTB gekauft habe, habe ich das Gravelbike noch gar nicht gekannt. Ich habe gewusst, ein reines Straßenrennrad ist nicht mein Fall, weil ich trotzdem auch Offroad unterwegs sein möchte, so wie jetzt auch hier. Und deswegen habe ich eigentlich ein EMTB gehabt. Jetzt bin ich mit dem EMTB ein Jahr gefahren und dann habe ich das Gravelbike entdeckt und ja, habe mir unzählige Videos dazu angeschaut und habe gesehen, dass das eigentlich genau das Fahrrad für mich sein müsste, weil ich dadurch eigentlich sehr gut auf Asphalt unterwegs sein kann und gleichzeitig aber auch abgelegene Straßen auf Gravel und auf halbwegs normale Trails auch fahren kann. Was noch dazu kommt, ich kann weite Strecken fahren und das Fahrrad ist leicht und ja, kann damit auf Bikepacking, auf Radreisen gehen. Somit habe ich mich entschieden, das EMTB zu verkaufen und mir ein Gravelbike zu kaufen. Ja, und jetzt nun bin ich schon seit 2022 September mit dem Gravelbike unterwegs, habe auch schon über 500 Kilometer damit zurückgelegt. Und ja, ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, ob ich die Entscheidung jetzt bereue oder ob ich glücklich mit meinem Fahrrad bin. Moment mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Alter, dieser Navi. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahren muss. Ich weiß, ich war schon mal da und da bin ich mal falsch gefahren. Also ich bereue den Kauf absolut nicht, Leute. Ich bin absolut zufrieden mit dem Gravelbike. Es hat sich bestätigt, es ist genau das Fahrrad, was für mich abgestimmt ist. Also genau mein Ding, genau mein Fall. Ja, und falls ihr auch vor dieser Entscheidung steht, ein EMTB habt oder ein E-Bike und euch mit dem Gedanken spielt, ob ihr euch ein Gravelbike zulegen sollt oder nicht. Ich kann es nur von mir sagen, also lasst euch das einfach durch den Kopf gehen, Leute, und überlegt mal wirklich, warum ihr ein E-Bike bzw. warum ihr ein EMTB fährt. Ja? Und ich weiß von mir, ich bin EMTB gefahren und ich weiß auch bei vielen Leuten, die EMTB fahren, ein Enduro EMTB, die Leute brauchen das Fahrrad eigentlich absolut nicht. Weil wie oft sieht man Leute mit einem Enduro auf normale Trails, so wie hier jetzt, das ist nicht einmal ein Trail, aber wie oft sieht man draußen Leute mit einem Full EMTB auf Gravelstraßen rumfahren, beziehungsweise auf Asphalt. Und ja, und das passt einfach nicht. Ja? Und so war es bei mir eigentlich auch. Ich habe ein EMTB gehabt und 90% der Strecken, was ich mit dem EMTB gefahren bin, kann ich locker mit dem Gravelbike auch fahren. Also ganz easy. Das sind zum Beispiel genau die Straßen, wo ich auch mit dem EMTB unterwegs war. Und die kann ich genauso mit einem Gravelbike runterbrettern. Und bis auf ein paar Ausnahmen, ja, so richtige verwurzelte Trails. Aber Leute, ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft fährt ihr bitte so richtig so verwurzelte Trails, Single Trails, wo ihr mit dem Gravelbike nicht fahren könnt, ja. Also, und das war einfach bei mir auch, ich habe dann überlegt, ja, die meiste Zeit fahre ich auf Asphalt bzw. auf Gravel und 10%, wenn überhaupt, auf Single Trails. Also, für was brauche ich bitte ein EMTB, ein Fully und ja.
Zudem bin ich auch noch auf Asphalt langsamer unterwegs. Ich bin abhängig von Akku, von Strom. Und so, jetzt bin ich hier in einer Sackgasse gelandet. Ich muss mich da jetzt neu orientieren. Aber ich will jetzt das Thema noch vorher mit euch fertig besprechen. So war es bei mir. Ich war sehr viel auf Asphalt unterwegs und wie gesagt, sehr selten auf Single Trails. Und also habe ich für mich den Strich gezogen. Ich brauche einfach kein EMTB, ja. Und das ist der eine Punkt, was ihr einfach für euch mal überlegen müsst. Wo fährt ihr die meiste Zeit, ja, mit dem EMTB? Und das nächste ist, vielleicht habt ihr auch Angst. Das habe ich zum Beispiel persönlich gehabt. Ich bin mit dem EMTB gefahren, natürlich mit einem Antrieb. Und ich dachte, mit einem Biorad jetzt wird es wahrscheinlich nicht so möglich sein, ja, dass ich jetzt so weite Kilometer fahre und so. Und diese Befürchtung habe ich persönlich gehabt. Das war eigentlich meine einzigste Sorge. Und vielleicht habt ihr das auch. Leute, ich kann euch nur sagen, vergisst den Bullshit. Mit einem Gravelbike, wenn ihr wirklich ein gutes Gravelbike kauft, ihr seid genauso gut unterwegs. Außer ihr seid jetzt ein Typ, der mit einem EMTB nur mit voller Unterstützung fährt und wirklich sehr wenig aus eigener Muskelkraft. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer werden anfangs. Aber ich bin ja mit dem EMTB fast nur auf Eco-Modus gefahren. Und dadurch war der Umstieg auf ein Gravelbike wirklich überhaupt nicht schwer für mich. Das habe ich auch oft in den Videos erwähnt, dass die Anstiege, die ich zuvor mit dem EMTB gefahren bin, dass die genauso schwer sind mit dem Gravelbike auch. Also mit dem Gravelbike war es jetzt nicht schwerer. Und ja, und deswegen, also diese Befürchtung braucht ihr echt nicht haben. Mit einem Gravelbike ist es deutlich leichter als ein EMTB. Mein EMTB hat 26 Kilo gehabt ungefähr und dieses Gravelbike hat 9 Kilo, glaube ich, soweit ich weiß. Also da ist auch schon deutlich ein Unterschied und ja, stimmt, man hat keinen Antrieb, aber dafür ist das Fahrrad leichter und ja, und das schont dann wieder die Muskeln und es funktioniert. Was noch ein wichtiger Aspekt war für mich, ich fahre Fahrrad, weil ich das Gefühl von Freiheit einfach liebe. Ein Gravelbike gibt mir einfach mehr Freiheit als ein EMTB. Aus einem einfachen Grund, ein EMTB hat trotzdem ein Akku, was geladen werden muss, was einfach irgendwann wieder an die Steckdose gehört. Und ja, das ist für mich einfach diese Abhängigkeit, hat mich immer gestört, auch wenn es nur minimal ist, aber das hat man trotzdem immer im Hinterkopf und ich konnte das irgendwie nicht verbinden, das Fahrradfahren. Einerseits liebe ich das, weil ich das Gefühl von Freiheit liebe, andererseits bin ich wieder abhängig von der Steckdose und das nimmt mir wieder etwas Freiheit wieder zurück und das hat mich einfach irgendwie nicht in Ruhe gelassen. Und mit dem Gravelbike, Leute, das Einzige, was zählt, sind die Oberschenkel. Man hat einfach die totale Freiheit damit. Man ist nicht abhängig. Man muss nicht immer auf die Prozentanzahl schauen. Ja, wie viel Reichweite habe ich noch? Geht sich das noch aus? Muss ich das Ladegerät mitnehmen? Und keine Ahnung, mit dem Fahrrad ist man einfach frei. Wenn ich möchte, wenn es meine Muskeln zulassen, kann ich heute losstarten und unzählige Kilometer zurücklegen. Wir werden nach Wien fahren, ohne zu überlegen, wo können wir unser Bike aufladen. Das ist einfach, ja, das wertet das Ganze wieder auf und das ist einfach dieses Gefühl, was ich gesucht habe und auch der wichtigste Punkt, warum ich mich für ein Gravelbike entschieden habe. Das nächste ist, dass man einfach sehr viele Taschen anbringen kann. Überall beim Gravelbike hat man hier an der Gabel zum Beispiel sehr viele Anschraubpunkte. Hier hat man Ösen, ja, Rahmentasche, vorne kann man Tasche anbringen. Man hat keine Federung, man kann hinten eine Arschrakete, weil das nicht einfedert und. Also man hat einfach sehr viele Vorteile, wenn man auf Radreise geht. Und ja, das ist einfach für mich persönlich viel zu viele Vorteile, was für mich
für dein Gravelbike sprechen. Deswegen war die Entscheidung für mich absolut einfach, absolut easy und ich bereue den Schritt überhaupt nicht. Über 500 Kilometer zurückgelegt, bin absolut zufrieden, auch mit der Marke Rose Backroad. Ja, heftiges Teil. Gefällt mir. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alle Punkte aufgezählt, was mich dazu bewegt haben, ein Gravelbike zu kaufen, warum ich damit immer noch glücklich bin. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist einfach das Gefühl von Freiheit. Es ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine fährt Fahrrad, weil er einfach von A nach B will, der andere fährt Fahrrad, keine Ahnung, weil seine Freunde Fahrrad fahren. Der eine fährt Fahrrad, weil er einfach Trails runterballern möchte. Das muss einfach jeder für sich selbst überlegen. Ich fahre Fahrrad, weil ich einfach das Gefühl von Freiheit liebe, mich einfach in der Natur aufhalten möchte, unterwegs sein, stehen bleiben zu können, wenn ich will. Bei mir ist der wichtigste Teil einfach dieses Freiheitsgefühl, ja. Und das gibt mir einfach das Gravelbike. Und ich glaube, ja, somit haben wir das, glaube ich, auch klargestellt. Also ich bin absolut zufrieden mit deinem Gravelbike. Ja, Leute, schreibt es in den Kommentaren, wie es bei euch ausschaut, ob ihr ein EMTB fährt, ob ihr ein Gravelbike fährt, ob ihr ein Rennrad fährt und warum ihr dieses Fahrrad fährt. Ja, das würde mich auch interessieren. Und ja, ich mache mich jetzt auf den Weg, wie gesagt. Ja, nach langer Gerede bin ich hier in einer Sackgasse gelandet. Hier geht zwar die Straße weiter, aber ich habe keine Ahnung, wo diese Straße hingeht. Das ist einfach interessant. Ich habe über Komoot die Tour komplett fix und fertig geplant. Normalerweise darf nichts schief gehen, oder? Ja, das meint man. Aber wie das immer wieder so ist und passiert, keine Ahnung, dieser Navi zeigt mir einfach irgendeine Strecke, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das einfach richtig ist. Und dann fähre ich die andere Strecke und dann ist es erst recht falsch. Und keine Ahnung, vielleicht sollte ich mich doch an die Navigation halten. Shit, Alter. Jetzt habe ich auf Google Maps geschaut. Ich muss wieder zurück. Alter. Ich bin da sehr weit runtergefahren. Da sind wir schon bei einem Vorteil von einem EMTB. Das war auch damals der Grund, warum ich mir ein EMTB zugelegt habe. Falls man irgendwo bergab fährt, wo man nicht weiß, ob das richtig ist, hat man weniger Problem damit, wenn man das Ganze wieder zurückfahren muss. Bei einem normalen Fahrrad ohne Antrieb muss man halt zweimal überlegen, bevor man wo runterfährt. Da muss ich mich noch ein bisschen umgewöhnen, umdenken. Da liegt auch ein Baum. Alter. Das einzige Mangel, was ich jetzt habe, ist Trinkwasser. Ich versuche damit sparsam umzugehen, aber am liebsten würde ich jetzt alles austrinken. Wobei ich hätte noch ein Red Bull. Das könnte ich mir auch noch reinknallen eigentlich. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo noch einen Wasserfall. Dann fülle ich meine Trinkflasche auf, Leute. Ist mir egal, ob das jetzt gefiltert ist oder nicht. Ich glaube sogar, dass das Wasser hier ungefiltert sauberer ist und gesünder ist als das Leitungswasser, was wir unten haben. Keine Ahnung. Auf geht's. Die zweite Baumüberquerung.
So, das nächste Problem, muss ich jetzt hier runter oder da lang? Jetzt muss ich noch mal schauen. Okay, ich muss da lang. Also Leute, schaut mal, wo ich gerade unterwegs bin mit dem Gravelbike. Also für was braucht man bitte noch ein Fully? Und an die Komfort gewöhnt man sich. Also so unkomfortabel ist es jetzt auch nicht. Alter, ich fahre hier jetzt schon wieder richtig weit runter. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht wieder hochfahren muss dann. Wow. So. Was jetzt? Was jetzt? Keine Ahnung. Laut dem Wahoo soll ich hier den Single Trail noch runterfahren. Aber ich traue ihn nicht, Leute. Ich traue ihn echt nicht. Schauen wir mal. Nee, ich muss da rechts. Ich weiß nicht, was dieser Wahoo vorhat. Woohoo! 30 km/h, Leute, mit dem Gravelbike auf einer Gravelstraße. Alter! Woohoo! Heftig! Wow. Mann.
Leute, das ist eine andere Abfahrt, was ich eigentlich gemeint habe. Keine Ahnung, da bin ich selber noch nie gefahren. Egal, umso besser, weil Strecke, wieder eine neue Strecke kennengelernt. Auf jeden Fall mega nice. Ich meine, schaut euch mal diese Straße hier an. Richtig schön, heftig, gefällt mir. Und was ich heute richtig bemerkt habe, man kann mit dem Gravelbike so eine Gravelstraße richtig runterbrettern. Das Ding flext einfach alles weg. Also hätte ich echt nicht gedacht, wirklich. Ich bin jetzt über 30 km/h hier runtergebrettert und natürlich spürt man es in den Händen. Ja, es ist nicht so komfortabel wie ein Enduro, aber dennoch, also diese Komfort habe ich auch nicht erwartet. Ja, also ich hätte es viel schlimmer erwartet. Naja, wieder was. Wieder ein Vorteil entdeckt von dem Bike. Wie gesagt, das ist jetzt eine andere Strecke, als ich gemeint habe, aber ist trotzdem genauso schön. So, und dieser Wasserfall, den ich gemeint habe, müsste, ich weiß nicht, ob ihr es auf dem GoPro sehen könnt, aber da ist eine Straße, was hier hochgeht, was hier zurückgeht. Und ich glaube, da müsste ich lang, um diesen Wasserfall zu erreichen. Und wie ich sehe, sind das schon wieder heftige Höhenmeter. Also ich weiß noch nicht, ob ich mir das heute noch gebe oder ob ich ein anderes Mal zum Wasserfall komme. Bevor ich jetzt den Berg ganz runter fahre, bis ins Tal, mache ich hier noch ein kurzes Päuschen, gönne mir noch ein Dattelriegel und mein Apfel, was ich noch mit habe, mit dem tollen Ausblick, und erst dann fahre ich runter, weil man muss einfach mal, solange man noch
auf einem Hügel, auf einem Berg ist, den Ausblick noch genießen in Ruhe, weil ja, unten ist schon wieder der Alltag, Verkehr und ja, ich habe so das Gefühl, wenn ich dann unten bin, ja, bin ich wieder aus diesem Freiheitsgefühl so wieder draußen, ja, so, keine Ahnung. Deswegen zieht mich irgendwas noch zurück, so quasi, ich soll noch hier bleiben. Auf jeden Fall muss man sich auch den Ausblick hier gönnen, Leute. Einfach wunderschön. Man muss das Ganze einfach genießen in Ruhe. Hallo, das. Ja Leute, was geht? Leute, die heutige Tour ist schon wieder beendet. Zum Wasserfall bin ich nicht gefahren, weil das dann doch wieder einige Höhenmeter wären. Das wollte ich mir heute nicht mehr geben. Auf jeden Fall waren es 31,5 Kilometer auf den Nacken. Auf den Nacken, weil mein Nacken es am meisten gespürt hat. Ja, 2,5 Stunden Fahrt, Durchschnittsgeschwindigkeit 13 km/h, aber dafür, über das brauchen wir nicht reden, weil es waren ja sehr viele Höhenmeter, und zwar es waren 716 Höhenmeter in Summe. Maximale Geschwindigkeit liegt bei 57 km/h.
und es ist gerade 17:30 Uhr. Es war eine mega schöne Tour heute für mich. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Fahrradtour, beim nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao.